Für unsere Studienreihe zum islamistischen Terrorismus in Europa hast du die dschihadistische Szene in Deutschland untersucht. Du zeigst auf, dass das Jahr 2016 ein Höhepunkt des deutschen Dschihadismus war. 2020 war Deutschland, aber auch der Rest Europas geprägt von sogenannten Einzeltäterangriffen. Worin siehst du aktuell die größte Gefahr im deutschen Dschihadismus? Also die größte Gefahr in Deutschland besteht aus meiner Sicht in angeleiteten Anschlägen. Das ist eine neue Anschlagsform, die wir in den letzten Jahren mehrfach erlebt haben. Beispielsweise hier der Berliner Anschlag am Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 war ein solcher Anschlag. Die Anschlagsversuche in Ansbach, in Würzburg, in Hannover, alle 2016 waren solche Anschläge. Und auch beim Anschlag in Wien am 2. November 2020, also ganz nah an der deutschen Grenze, war ein solcher Anschlag. Angeleitete Anschläge sind solche, bei denen die Täter nicht mehr nach Syrien reisen, nicht mehr nach Pakistan reisen und auch nicht von dort zurückgeschickt werden mit einem Auftrag, sondern sie treten in irgendeiner Art und Weise in Kontakt mit einer großen terroristischen Organisation. Und das war in den letzten Jahren ausschließlich der IS, entweder in Syrien und im Irak oder auch in Afghanistan. Dann wird über Telegram kommuniziert und ein Anschlagsplaner irgendwo auf der Welt, der versucht nun an diesen jungen Mann, in einigen Fällen auch junge Frauen, zu coachen, ihnen beizubringen, wie man denn erfolgreich einen Anschlag verübt. Daher rührte wohl die Idee von Anis Amri hier im Dezember 2016, einen LKW zu nehmen und mit diesem LKW einen Weihnachtsmarkt anzugreifen. Das war kein Einzelfall. Wir haben einen ähnlichen Anschlag gesehen auf der Promenade des Anglais in Nizza im Juli 2016, einen ähnlichen Anschlag in Stockholm, auch in der Innenstadt, im April 2017. Und man braucht für solche Anschläge nur zwei Dinge. Einmal hochmotivierte Einzeltäter, die etwas isoliert sind und die nach einer Form suchen, wie sie denn für den IS oder für eine andere Organisation aktiv werden können. Und von diesen potenziellen Attentätern gibt es in Europa und auch hier in Deutschland noch sehr, sehr viele junge Leute. Und dann braucht man eine große Organisation, die den Ruf hat, die bekannt dafür ist, dass sie solche Anschläge unterstützt und dass sie sich anschließend auch bekennt und dann in einem Video, das auch gemeinsam produziert wird, auch den jeweiligen Attentäter dann entsprechend bewirbt. Und das große Problem für die Dschihadisten ist im Moment, dass diese ganz große Organisation fehlt. Der IS hat immer noch Anschlagsplaner, die beispielsweise in Westsyrien sitzen, vielleicht auch auf dem Balkan, vielleicht in der Türkei, vielleicht in Afghanistan. Aber die Organisation hat Probleme, sich im Kampf gegen ihre Feinde zu halten. Wenn in den nächsten Monaten und Jahren eine ähnlich große Organisation entsteht, entweder im Nahen Osten oder in Südasien, dann wird die Gefahr auch wieder größer. Wichtig ist aus meiner Sicht aber vor allem, dass angeleitete Anschläge ein sehr, sehr einfaches Mittel darstellen für Organisationen, die sehr weit entfernt sind, die aber technisch fit sind und die Anhänger hier in Deutschland haben. Und ich glaube, dass angeleitete Anschläge die Gefahr für die nächsten Jahre für Deutschland sein werden. Wie hat sich der Dschihadismus in Deutschland seit seinen Anfängen um die Jahrtausendwende bis heute entwickelt? Der deutsche Dschihadismus, der war zu Beginn ein rein arabisches Phänomen. Die ersten Dschihadisten hier in Deutschland, das waren arabische Studenten, die in den 80er oder frühen 90er Jahren gekommen sind. Die waren meist so um 1960 geboren. Und die ersten von denen, die haben sogar in Bosnien mitgemacht. Also im Krieg zwischen 1993 und 1995 haben sie zumindest die Mujahedin in Bosnien unterstützt. Und die bilden so um die Jahrtausendwende den Nukleus des deutschen Dschihadismus. Das sind also alles Leute, die sind damals so etwa 40 Jahre, die sind in der Regel gut ausgebildet. Also die haben ein Profil wie normalerweise die Muslimbruderschaft. Und die rekrutieren hier für Al-Qaida und andere Organisationen. Aber ganz, ganz typisch ist, dass der Dschihadismus damals noch ein rein arabisches Phänomen ist und dann erst die ersten Deutschen für die dschihadistische Szene gewonnen werden. Ich denke da beispielsweise an die Sauerlandzelle, also 4 junge Deutsche, 2 von denen türkische Staatsbürger, 2 deutsche Staatsbürger, die nach Pakistan gegangen sind, zur Islamischen Dschihad-Union, einer Organisation, die der Al-Qaida nahestand, dann zurückgeschickt worden sind, um hier Anschläge zu verüben. Das waren in gewisser Weise die Pioniere, weil das erstmals junge Leute waren, die nicht mehr Araber waren, nicht mehr die Studenten der späten 90er Jahre, also auch nicht mehr das Profil hatten wie die Attentäter des 11. September.
Von denen kamen ja 3 aus Hamburg, die studierten dort, die waren erst relativ kurze Zeit dort, reisten dann nach Afghanistan, ließen sich rekrutieren und waren die Piloten in 3 von 4 Flugzeugen am 11. September. Und die jungen Leute, die dann in den 2000er Jahren Dschihadisten geworden sind, die waren dann eben Deutsche, da waren türkische Staatsbürger dabei, türkischstämmige, einige arabischstämmige. Und insgesamt kann man einen Prozess beobachten, in dem die ethnische und die nationale Basis, aber auch die sprachliche Basis des Dschihadismus immer breiter wird. Und das beginnt vor allem mit den Jahren 2005, 2006. Damals nämlich wurden die ersten arabischen dschihadistischen Schriften ins Deutsche übertragen. Und diese Entwicklung, die hatte tatsächlich auch einen Nukleus. Das war die Sahaba-Moschee in Wien. Und einige Deutsche, die in Kontakt mit Dschihadisten von dort standen, die haben diese Übersetzungstätigkeit angeleitet. Und man kann nun beobachten seit dem Jahr 2005, dass nicht nur immer mehr Deutschsprachige im Dschihadismus auftreten, sondern auch junge Leute, alle aus aller Herren Länder, alle möglichen Ethnien, alle möglichen Nationalitäten. Ich würde sagen, das ist so der rote Faden in der Geschichte des Dschihadismus. Man kann dann auch sehen, dass mit dieser Verbreiterung der sozialen Basis der dschihadistischen Bewegung die Zahl der deutschen Dschihadisten wächst. So um das Jahr 2005 sind Deutsche immer in der Minderheit. Es gibt viele Briten, die nach Pakistan reisen, oft pakistanischstämmige. Es gibt viele Franzosen, meist arabisch, nordafrikanischstämmige, die sich den Dschihadisten anschließen. Und später sind es dann auch die Deutschen. Und das führt beispielsweise dazu, dass in den Jahren ab 2012 über 1000 junge Deutsche sich dem IS und anderen Gruppierungen in Syrien anschließen. Damit sind wir in Europa an zweiter Stelle hinter den Franzosen. Also in gewisser Weise hat sich da Deutschland als europäisches Entsendeland von Dschihadisten normalisiert. Welche Bedeutung hat denn der Syrienkrieg für den Dschihadismus in Deutschland und für seine Akteure? Es gibt Etappen, die man in der Entwicklung des deutschen Dschihadismus beobachten kann. Und diese Etappen haben in der Regel etwas mit einem Krieg in der muslimischen Welt zu tun. Es gibt eine erste Etappe ab 1999. Und in dieser ersten Etappe, da reisen schon erste junge Leute nach Afghanistan. Ich hatte die Jungs vom 11. September bereits erwähnt. Aber 1999 ist so wichtig, weil ganz viele junge Türken und Türkischstämmige hier in Deutschland ganz gebannt auf die Ereignisse in Tschetschenien schauen. Sie wollen unbedingt in Tschetschenien gegen die Russen kämpfen. Wahrscheinlich wohl deshalb, weil dieses Motiv des Kampfes der Tschetschenen auch aus historischen Gründen für Türken so besonders attraktiv ist. Dann gibt es eine nächste Etappe, nämlich den Irakkrieg, die Invasion der Amerikaner und Briten im Irak. Auch die mobilisiert eine ganz, ganz neue Szene, die allerdings oft nicht den Weg in den Irak findet. Es ist halt dann doch immer noch schwierig für junge Deutsche, vor allem wenn sie kein Arabisch können, über Syrien in den Irak zu reisen. Also die Zahl der Irakreisen ist gering. Dann interessanterweise spielt Somalia eine wichtige Rolle. Da ist es die Intervention der Äthiopier, also einer christlichen Macht im Jahr 2006, die auch so ein gutes Dutzend Deutsche dazu bewegt, nach Somalia zu reisen. Und dann kommt am Ende der Syrienkrieg, also der Bürgerkrieg in Syrien, in dem sich das Regime von Präsident Assad gegen die eigene sunnitische Bevölkerung wendet. Und dieser Krieg hat eine ungeheure Attraktivität und das drückt sich vor allem dadurch aus, dass die Ausreisezahlen ansteigen. Und es spielt natürlich eine Rolle, dass es praktisch sehr gut möglich ist, nach Syrien zu reisen. Man kann als Deutscher oder als türkischer Staatsbürger, das sind nun einmal die meisten deutschen Dschihadisten, über die Türkei reisen, nur mit einem Personalausweis. Und zwar mit allen möglichen Verkehrsmitteln. Es gibt jeden Tag Dutzende von Flügen aus deutschen Städten. Das ist auch kaum zu kontrollieren. Trotzdem ist die Zahl sehr hoch. Und ich glaube ganz einfach, dass das ideologische Element da eine ganz wichtige Rolle spielt. Da wird ja Werbung oder Propaganda damit betrieben, dass da ein ungläubiges, ein alawitisches Regime, unterstützt von den Minderheiten, die wahren Muslime im Land bekämpft in einem regelrechten Vernichtungsfeldzug. Und das ist eine Propaganda, eine Argumentation, die bei ganz, ganz vielen jungen Muslimen hierzulande auf fruchtbaren Boden fällt. Bis dahin, dass dann am Ende über 1000 junge Leute ausgereist sind, von denen auch viele nicht zurückkommen werden.
In der Studie hast du ein ganzes Unterkapitel der Rolle von Frauen beim Islamischen Staat gewidmet. Welche Rolle kommt den Frauen im Dschihadismus zu? Wie unterscheidet sich diese von der Rolle der Männer? Und welche Bedeutung nehmen Frauen im deutschen Dschihadismus ein? Ja, zunächst einmal ist es ja erklärungsbedürftig, dass junge Frauen aus einem modernen Industrieland wie Deutschland das nun mal ist, den Weg zu einer so rückwärtsgewandten Organisation finden, die ja noch dazu Frauen keine Gleichberechtigung gewährt. Die Rolle der Frau beim IS oder auch bei anderen Organisationen ist in der Regel darauf beschränkt, dass sie zu Hause sitzen, dass sie die Kinder zu guten Mujahideen heranziehen, dass sie sich um den Ehemann kümmern, wenn er dann in Kampfespausen zu Hause ist. Maximal dürfen sie sich an der Öffentlichkeitsarbeit beteiligen, wenn sie denn bei dieser Arbeit nicht in Kontakt zu anderen fremden Männern kommen. Und es ist vor diesem Hintergrund durchaus erstaunlich, dass man so in der Forschung insgesamt davon ausgeht, dass etwa 20% aller Ausreisen, und zwar aus den meisten Ländern, Frauen sind. Das bedeutet hier im deutschen Fall, da stimmen diese Zahlen so ungefähr, dass von den 1070 Ausreisen in den Jahren 2012 bis 2020 so etwa ganz grob 200 Frauen sind. Und das Thema Frauen ist deshalb auch so interessant, weil nun diese Frauen häufig ideologisch motiviert sind, nach Syrien gehen und dort nach weiteren Tätigkeitsfeldern suchen. Sie sind also häufig nicht damit zufrieden, alleine am Herd zu Hause ihren Ehemann zu bekochen und sich um die Kinder zu kümmern, sondern sie wollen selbst etwas für die Sache des Dschihadismus, sei es für die Sache des IS oder der Nusra-Front, tun. Und das beginnt zunächst einmal über die Öffentlichkeitsarbeit. Dann kann man aber auch feststellen, dass Frauen, die Öffentlichkeitsarbeit betreiben, auch Anschläge planen. Ich hatte ja schon von den angeleiteten Anschlägen gesprochen. Wenn man eine Frau für einen Anschlag gewinnen will, dann darf man die natürlich nicht allzu lange mit einem Mann alleine lassen und sei es auch virtuell im Chat über Telegram. Also braucht man auch für diese Tätigkeit Frauen und diese Frauen haben sich gefunden. Dann dürfen Frauen beim IS ab Juli 2014 in der Religionspolizei dienen und zwar überall dort, wo Frauen kontrolliert werden müssen. Das ist besonders wichtig, weil es in Syrien sehr populär wird für viele Männer, sich in Frauenkleidern zu verstecken und so beispielsweise aus dem IS-Gebiet zu fliehen. Nach der Religionspolizei kommt dann noch eine kleine Kampfeinheit dazu. In dem Moment, als der IS in die Defensive gerät, bildet er die sogenannte Katiba Nusayba. Nusayba war eine berühmte Kriegerin im 7. Jahrhundert, eine Zeitgenossin des Propheten Mohammed. Und dieser Name ist Programm in der Katiba Nusayba, also im Bataillon Nusayba. Da werden junge Frauen, besonders aus dem Ausland, aus Frankreich, aus Deutschland, aus anderen Ländern, für den bewaffneten Kampf ausgebildet. Sie lernen, wie man mit einer AK-47 umgeht, sie lernen, wie man mit Handgranaten umgeht und so weiter. Es gibt keine Belege dafür, dass diese Kampfgruppe eingesetzt wurde. Aber es gibt Belege dafür, dass Frauen ausgebildet wurden und das prägt natürlich mittlerweile auch die Sicht der Sicherheitsbehörden. Ganz einfach deshalb, weil es nicht mehr so ist wie 2013, dass Frauen nicht mehr für den bewaffneten Kampf, noch nicht für den bewaffneten Kampf vorgesehen sind. Heute muss man damit rechnen, dass Frauen, die zurückkommen aus Syrien, ausgebildet sind und dann vielleicht auch hier ihre neuen Fähigkeiten anwenden. Wie schätzt du die Bekämpfungsstrategie von Terrorismus der deutschen Sicherheitsbehörden ein und wo ist da vielleicht noch Verbesserungspotenzial deiner Meinung nach? Deutschland ist eines der größeren und reicheren Länder in Europa und es ist ein Land, in dem der Terrorismus schon eine längere Geschichte hat. Und zwar Linksterrorismus, Rechtsterrorismus. Wir kennen die Geschichte der letzten 50 Jahre alle. Und deswegen ist Deutschland im Vorteil, beispielsweise gegenüber kleineren Ländern, die über kleinere Behörden verfügen, vielleicht über weniger Geld und über weniger Erfahrung. Trotzdem muss man sehen, dass es immer wieder große Probleme in der Terrorismusbekämpfung gibt. Das erste große Problem ist, dass wir im Ausland fast keine Aufklärung betreiben, vor allem keine Telekommunikationsüberwachung betreiben. Und deswegen ist Deutschland massiv abhängig von den USA. Es hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass große Anschläge nur deshalb vereitelt werden konnten, weil die Amerikaner die erste Information geliefert haben.
Der Sauerland-Anschlag 2007, der Düsseldorfer Zelle 2010, auch über den Rizin-Anschlag von 2017 in Köln wird berichtet, dass die Amerikaner, vielleicht auch die Briten, da die erste Information geliefert haben. Zunächst einmal ist es natürlich kein größeres Problem, wenn man in der Terrorismusbekämpfung von einem stärkeren Alliierten abhängig ist. Aber es gab einmal eine Lücke. In den Jahren 2015 und 2016 waren die Amerikaner offenbar nicht in der Lage, die Kommunikation vor allem über Telegram zu überwachen. Und das hat in Europa sofort zu verheerenden Anschlägen geführt. Paris im November 2015, die Anschlagsreihe hier in Berlin 2016 mit dem Höhepunkt auf dem Berliner Breitscheidplatz. Und das zeigt aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Schwäche. Dazu kommt, dass auch Anschläge nicht verhindert werden konnten, obwohl erste Informationen vorlagen. Bei Anis Amri, dem Attentäter vom Breitscheidplatz hier in Berlin, war beispielsweise bekannt, dass das ein gefährlicher Dschihadist ist. Das war dem Landeskriminalamt in Düsseldorf, also in NRW, bekannt, das da gute Arbeit geleistet hat. Das Bundeskriminalamt und vor allem die Behörden hier in Berlin sind dem nicht gefolgt. Und das hat am Ende den Anschlag doch enorm begünstigt. Also Föderalismus in der Sicherheitsarchitektur ist ein weiteres Problem. Da werden künftige Regierungen einiges zu tun haben. Ich glaube allerdings, dass aufgrund der Position der Länder da wenig zu tun sein wird. Man sieht, dass die Bundesregierung reagiert hat. Sie hat Koordinationsstellen geschaffen, wie vor allem das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Dieses gemeinsame Terrorabwehrzentrum besteht hier in Berlin. Das ist ein Treffpunkt für alle mit der Terrorismusbekämpfung befassten Behörden in Deutschland. Das hat allerdings auch schon existiert, als die Koordination im Jahr 2016 vor dem Hintergrund des Anis Amri-Falls vollkommen zusammengebrochen ist. Also da ist einiges zu tun. Ich bin allerdings skeptisch, dass das möglich sein wird. Ganz einfach deshalb, weil die Interessen der Länder da zu stark sind. Ein Angebot der Konrad-Adenauer-Stiftung.